Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bots, herzlich willkommen zu einem der letzten wahrscheinlich nach Menschen gemachten YouTube-Videos. Ja, Google zerstört das Internet. Wer hätte das gedacht? Wenn ihr mir das vor 10 Jahren gesagt hättet, hätte ich gesagt, what the fuck. Naja gut, Google hat ihre jährliche Pressekonferenz gehalten, die Google I.O. Und ich versuche hier zusammenzufassen, was für euch relevant ist. Das heißt, ich werde natürlich die Highlights euch zeigen und vor allem das Ganze für euch analysieren. Ich glaube, was sie vorgestellt haben, das könnt ihr selber kurz recherchieren, aber die Analyse ist was ich euch geben kann. Und wir wollen uns angucken, was vor allem die Trends sind. Das heißt, wo geht eigentlich gerade der Weg hin und was bedeutet das eigentlich für uns? So, ganz kurz, ich will euch trotzdem ganz kurz erzählen, was alles vorgestellt wurde und wir fangen mit einem Tool an, das es in sich hat, und zwar mit Veo 3. Das folgende Video ist zu 100% inklusive Ton KI generiert. Das heißt, da hat niemand irgendwas gemacht und ich habe mich explizit bei Veo 3 bei anderen, also bei wirklichen Videos gemacht, die orientiert die Community gemacht hat, nicht die von Google in der Präsentation gezeigt wurden. Dementsprechend, hier ist es. Okay, so Riz is basically short for charisma. Got it. And that's a verb as well. Ja, ihr seht hier, dass Ton generiert wurde, Sprache generiert wurde, die passend für das Video ist. Dieses Got it kam von vermutlich einem aus dem Publikum und alle Personen hier, das gesamte Video ist 100% KI generiert und das hier war das einzige Prompt. Da war nichts Separates drin. Das heißt, hier ist nichts echt dran. Und ich werde euch nachher noch ein paar andere Beispiele zeigen. Und ja, man sieht, dass wir hier ein ganz anderes Level mittlerweile haben an Video-KIs. Aber wir werden uns auch angucken, warum ich das leider für euch nicht testen konnte, sondern mich hier bei Menschen auf X bedient habe. Die Links sind alle unten in der Beschreibung, die Quellen dazu. Ja, es gibt auch ein neues Abo dafür und vieles davon ist halt einfach dumm. Aber ich zeige euch das. So, und zunächst einmal, was wurde alles angekündigt? Wir haben diese Content-KIs, Veo 3 haben wir gerade gesehen. Imagen 4 ist ein neues Bildgenerierungstool, eine KI, die Bilder generiert. Die ist sehr beeindruckend. Lyria 2 ist ein Tonmodell, also eins, das Musik generiert zum Beispiel. Und wir haben Tools, Flow und Sparkify, die sind nicht so wichtig, weil die sowieso wahrscheinlich irgendwann wieder gemesht werden, so wie ich Google kenne, und dann werden die KIs einfach alle in Gemini reingepackt. So sieht es wahrscheinlich aus. Dann haben wir Zukunftsprojekte, ich habe das mal so genannt, weil die Projekte an sich erstmal jetzt nicht so krass sich anhören, aber sie sehen so aus, als würden sie dann in etwas rein integriert werden und da will ich euch so ein bisschen den Trend zeigen. Wir haben ein neues Abo, wir haben was für Softwareentwickler, wobei ich dazu ganz kurz sagen muss, ihr seid hier auf dem Kanal The Morpheus. Der richtet sich nicht explizit an Softwareentwickler, das heißt, diese Teile hier werde ich nicht hier auf dem Kanal behandeln, beziehungsweise auch in diesem Video nicht behandeln. Ich erwähne sie nur, damit ihr wisst, was angekündigt wurde. Wir werden sie wahrscheinlich auf The Morpheus Tutorials behandeln. Falls ihr denkt, ihr seid hier drauf, ihr seid hier nicht drauf. Das ist der andere Kanal. Genau, da gibt es aber Stitch und Jules. Und dann gibt es noch andere Sachen, die ich auch allesamt nicht vorstellen werde, weil ich denke, sie sind gerade im Moment nicht so relevant. Es gab wahnsinnig viele Entwicklungen für Informatiker, für Softwareentwickler, für Menschen, die mit dem Ganzen professionell arbeiten. Es gab vor allem Agent Space, quasi eine Möglichkeit, Agenten zu starten, die innerhalb von Google Workspace, also mit Docs und Sheets und so weiter, interagieren können, eure E-Mails automatisch in irgendwelche anderen Tools rein verknüpfen können und was weiß ich was alles. Ist alles nicht so wichtig. Da läuft im Hintergrund sowieso Gemini und es ist halt einfach nur eine Integration von Gemini, die dann halt in diesen Tools, die sowieso von Google sind, drin sind. Genauso Chrome und Android sind hauptsächlich Entwicklersachen. Es gibt Gemini Nano, das ist ein KI-Modell, das lokal auf einem Smartphone ausgeführt wird, ohne dass man Internetzugriff braucht. Das ist natürlich cool, aber diese ganz, ganz kleinen Modelle sind auch immer sehr, sehr unbeeindruckend, weil sie, naja, sehr, sehr klein sind und dementsprechend halt die Ergebnisse sehr, sehr schlecht sind oftmals. Deswegen ist jetzt nicht so bahnbrechend. Und die Future-Sachen werde ich wahrscheinlich in einem separaten Video behandeln, wenn ich wirklich was dazu sagen kann. Denn aktuell haben sie nur sowas gemacht wie, hey, übrigens, wir hatten jetzt 10 Millionen Fahrten mit Waymo, das ist deren Robo-Taxi-Marke. Und die fahren halt in San Francisco beispielsweise schon rum und sie wollen das jetzt expandieren. Ist aber jetzt nichts, worüber ich in diesem Video so explizit sprechen muss. Genauso Android XR werden wir nachher ganz kurz anreißen, aber es ist einfach nicht das Hauptthema, denn das ist ein anderes. So, wir schauen uns das Ganze an. Und wir starten von unten nach oben. Also wir machen Punkte 1, 2 und 3. Wir fangen bei 3 an. Das ist das neue Abo, denn das ist Voraussetzung für das, was ich euch danach erzählen kann. Und zwar, sie haben es umbenannt.
endlich. Man weiß jetzt, dass es um AI geht bei diesem Ding und es heißt nicht mehr Google One. Trotzdem sind noch andere Google-Dienste mit dabei, aber das ist was anderes. So, ihr habt Zugriff auf einfach nur die ganz normalen KI-Modelle, aber halt ohne Limits. Ihr könnt Videos erstellen mit WO2, nicht 3. Das ist ein großer Unterschied. WO2 ist einfach nicht beeindruckend. WO3 ist krass. Ihr könnt Flow benutzen, was einfach nur das Tool ist, dass ihr mit WO2 vernünftig arbeiten könnt. Ihr könnt Whisk benutzen. Übrigens auch in Deutschland. Flow geht nur in den USA. Whisk ist, naja, ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, was der Unterschied zwischen Flow und Whisk sein soll. Die machen beide irgendwie Videos mit halt KI oder Bilder mit KI. Ja, ihr habt die Möglichkeit, euch Podcasts generieren zu lassen mit dem Pro-Modus oder Pro-Abo. Und ihr bekommt irgendwann wahrscheinlich auch noch Gemini in Chrome, also in eurem Browser. Das ist auch aktuell nur in den USA. Und naja, ihr bekommt Gemini in allem anderen drin und ein bisschen mehr Speicher. Naja. Ihr bekommt aber bei Google AI Ultra habt ihr ein neues Abo und da sind dann solche Sachen drin wie VO3, das ist das Video, was wir gerade gesehen haben, das mit KI generiert wurde, und DeepThink. DeepThink muss ich ganz kurz erklären, das konnte ich wie gesagt leider auch nicht testen, denn ganz kurz dazu, Google AI Ultra ist nur in den USA verfügbar und kostet $250 im Monat. Also das hier ist noch ein super Angebot, weil es gerade erst neu rausgekommen ist, I guess. Und danach kostet es $250. Dazu gleich noch mehr. Ganz kurz zu DeepThink. DeepThink ist folgendes. Wir kennen die Reasoning-Modelle, das heißt die Modelle, die quasi anfangen, über eine Sachlage nachzudenken und euch dann eine Antwort synthetisieren. So, dieses Nachdenken, das haben diese KI-Firmen jetzt gemerkt, ist ein bisschen anfällig für Fehler. Das heißt, es weicht mal ab und dann denkt es nur über einen Bereich nach. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit euch rede, denkt es vielleicht nur über den Informatikteil nach, obwohl das eigentlich nicht der Hauptfokus ist. Dann gibt es vielleicht einen anderen Teil, der nur darüber nachdenkt, wie ich das Ganze präsentiere. So, das sind Probleme, die man in den Griff kriegen muss. Und deswegen gibt es jetzt bei DeepThink einen, wie ich finde, relativ schlauen Ansatz. Man lässt sozusagen den Denkmodus mehrfach loslaufen. Und ihr könnt euch das so vorstellen, als würde man dieselbe Frage an 50 verschiedene Experten stellen. Jeder gibt seinen Senf dazu und am Ende kommt einer und fasst das alles für euch zusammen. Das heißt, jeder Experte gibt seine Meinung, ihr habt das alles gebündelt dann unten drin. Finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Kostet aber natürlich wahnsinnig viel Energie, wahnsinnig viel Rechenzeit und deswegen ist es halt bei einem $250-Abo dabei. Deswegen konnte ich es auch nicht testen, weil USA-only und VPNs werden gesperrt, beziehungsweise sie gucken einfach auf meine Kreditkarte und sagen, hey, die wurde für einen deutschen Typen ausgestellt, bist du US-Amerikaner? Nein, und dann kriegst du es nicht. Genau, ansonsten, ansonsten nicht wirklich große Änderungen. Es gibt noch Project Mariner, das ist auch nur in dem Google AI Ultra dabei und hey, YouTube Premium ist auch dabei. Immerhin zahlt man ja 250 € dafür. Dollar, sorry. Und dann müssen wir uns ganz kurz angucken, was das eigentlich für ein Trend ist. Denn die sind definitiv nicht die einzigen, die ein so teures Abo euch verkaufen wollen. Leider ist das etwas, das man auch bei ChatGPT Pro sieht und bei Claude Max. Bei Claude ist einfach nur mehr Rechenleistung oder mehr Kapazitäten dabei. Ihr werdet nicht so schnell blockiert. Und bei ChatGPT ist halt auch noch Codex dabei und Sora dabei, also quasi Videogenerierung und Codegenerierung. Und bei Google ist halt auch genau das dabei, aber noch ein bisschen Extras. Also wir sehen hier einen Trend. Die KI-Tools werden deutlich, deutlich teurer. Und ihr dürft mir gerne sagen, was ihr dazu meint. ChatGPT sagt zwar die ganze Zeit, ja, die Sachen kommen dann auch alle wieder für die anderen User, aber es geht im Grunde genommen darum, dass halt möglichst viele Leute sich das Pro holen, immer, und dann wird es nach und nach für alle verfügbar gemacht und dann was Neues wieder ins Pro rein. Schade. Gut, aber schauen wir uns die Zukunftsprojekte an. Und ihr merkt übrigens, dieses Video ist hier noch nicht komplett durchgeskriptet. Ich habe Teile geskriptet, aber nicht alles. Weil die Google I.O. hat gestern stattgefunden, heute findet ein Teil davon auch noch statt und ich mache dieses ganze Video hier am 21. Mai, damit ihr möglichst schnell die ganzen Informationen bekommt, weil ich denke, da ist es einfach wichtiger, dass ich das möglichst schnell für euch verfügbar mache und damit ihr informiert seid, was da eigentlich gerade so der Trend ist. Skripten tue ich bei den anderen Videos wieder, keine Sorge. So, das heißt, wir haben jetzt das Abo geklärt, lasst uns die Zukunftsprojekte angucken, nämlich einmal Project Mariner und einmal Project Astra. Wir starten mit Mariner. Mariner, wie gesagt, ist auch nur im Google AI Ultra Paket dabei und ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, einfach nur eine Google Chrome, also für den Browser, Erweiterung. Es ist einfach nur eine Browser-Erweiterung, aber diese Browser-Erweiterung steuert euren Browser einfach zu 100% fern. Das bedeutet, die nimmt auf, also wenn ihr eine Aufgabe beibringt, dann nimmt Project Mariner auf,
was genau ihr geklickt habt, wie genau ihr damit umgeht. Es analysiert die Webseite und lernt dann diese Aufgabe. So, ich habe jetzt Leute schon gesehen, die gesagt haben, hey, ich habe das benutzt, um beispielsweise bei Canva Sachen zu automatisieren. Das habe ich auf Twitter auch gefunden, dass das einer gemacht hat. Und er meinte, man kann da jetzt einmal plötzlich hier irgendwie Slides zusammenstellen und plötzlich hat man seine Slides und kann dann einfach einen Vortrag halten. Was natürlich eine Möglichkeit ist. Im Grunde kann man fast jede Website damit automatisieren. Also das Intelligente dabei ist allerdings, dass es anders wie zum Beispiel GreaseMonkey oder andere Browser-Erweiterungen, wo ihr auch was aufnehmen und dann beibringen könnt, nicht sich merkt, wo genau ihr an welche Position geklickt habt. Das wäre etwas, was ich verändern kann, sondern es merkt sich einfach, was die Idee dahinter ist. Das heißt, wenn ihr sagt, ich möchte hier sagen wir mal, ich habe das auf einem anderen Kanal, habe ich das programmiert, war ein Mini-Tool, wo ich durch alle Metacritic-Ratings durchgegangen bin und dann gesagt habe, okay, und lies jetzt alles aus und dann sag mir, was vielleicht, oder gib mir einfach eine Liste von allem aus, weil Metacritic erlaubt mir nicht das Exportieren. So, und das könnte man jetzt einfach so machen, dass das halt Project Mariner macht. Allerdings zeige ich Project Mariner eher die Idee dahinter. Es merkt sich, auf welche Buttons ich klicke. Ich muss nicht genau sagen, und dieser Button mit genau dieser ID, der wird jetzt von dir geklickt, sondern es merkt sich, was ist meine Intention, wie funktioniert das Ganze. Also eher sowas, was halt einfach ein Klicksklave für euch machen würde, wie beispielsweise jemand, der den ihr anstellt und dann sagt, hey, und du klickst genau dich hier immer durch. Das gibt es leider tatsächlich und ist eine nervige Arbeit, das könnt ihr quasi mit Project Mariner machen. So, ist wie gesagt auch nur im $250 im Monat Abo drin, klar. Und es sieht ungefähr so aus, dass ihr wahrscheinlich das gar nicht mal lange als Browser-Erweiterung haben werdet. Denn Project Mariner, vermute ich, wird sich wahrscheinlich relativ bald in dieses Agent-Mode umwandeln, den man in Gemini dann haben soll. Das ist noch nicht da, das soll aber wahrscheinlich kommen. So, jetzt habt ihr quasi eine Aufgabe, die ihr da ausführen wollt und anschließend wird einfach Gemini gestartet und Gemini hat die Möglichkeit dann als Agent für euch zu interagieren. Das heißt, es sucht zum Beispiel in dem Fall hier Apartments in einer gewissen Stadt, wo ihr ein Apartment euch angucken könnt oder beispielsweise sogar direkt reservieren könnt, euch einen Buchungstermin holen könnt und so weiter und so fort. All das soll in Gemini drin sein und manche Funktionen davon funktionieren halt nur, wenn man auch einen Browser öffnet und dann darauf rumklickt. Und ich vermute ganz stark, dass Project Mariner da rein migriert wird, also auch in Gemini landen wird, sodass es quasi eure Anfrage auch ausführen kann. Das heißt, ich gehe einfach zu meinem Handy und sage, hey, mach mal hier diese Website auf oder mach mal genau das für mich und naja, Mariner läuft dann im Hintergrund, wenn es irgendwie eine Webseite benötigt, wenn man wirklich den Browser haben muss. Das alles kennen wir auch schon und das kennen wir auch schon funktional. Wir haben den OpenAI Operator, der so halb funktioniert hat. Vor allem haben wir aber Manus. Manus ist ein AI-Agent aus China, den ihr vielleicht auch in meinem Video dazu gesehen habt. Der macht genau das. Das heißt, der kann sowohl Websuche machen, also ganz normale Sachen im Web recherchieren, kann diese Webseiten lesen, aber manchmal gibt es Probleme damit. Manchmal muss man eine Website aufmachen, muss sich zum Beispiel einloggen oder muss irgendwas draufklicken oder sowas. Und Manus macht genau das. Manus öffnet einen Browser und hat dann die Ausführmöglichkeit, auf diesem Browser rumzuklicken. Und dann geht es einfach weiter mit den Informationen, die es da gefunden hat. Die werden weiter verarbeitet und die KI läuft dann im Hintergrund weiter und macht halt die Aufgabe weiter, die ihr haben wolltet. Sprich, Manus macht im Grunde genommen schon genau das, was Gemini Agent Mode macht und wahrscheinlich wird in diesen Agent Mode Mariner rein migriert werden. Also hier holt Google offensichtlich auch ordentlich auf. Denn Mariner ist tatsächlich jetzt verfügbar. Das war ja lange so ein Ding von, ja, irgendwann mal kommt das, jetzt ist es wohl da. Wann es wirklich rein migriert wird in Gemini, wissen wir allerdings noch nicht. Anschließend wollen wir uns Project Astra angucken und da will ich euch direkt ein Video zeigen, das sie auch bei der Präsentation gezeigt haben, denn Astra ist halb verfügbar. I have found a user manual for you. What would you like to know about it? Okay, cool. Now scroll until you find the section about the brakes. Sure thing. Looking for that page now. I think I stripped this screw. Can you go on YouTube and find a video for how to fix that? Of course. I'm opening YouTube now. This looks like a good video. Place a rubber band over the head of the screw. Oh, nice. Press down Nice. firmly. Can you go through my emails with the bike shop and find which size hex nut I need? Sure. According to the email from Bicycle Habitat, you need a 3/8" hex nut for your sprocket. I've highlighted the correct bin for you. It seems like I need a spare tension screw. Can you call the nearest bike shop and see what they have in stock? Yep.
Calling them now. I'll get back to you with what they have in stock. I think my brake pads are wearing down. Can you check the manual again and see if it talks about them anywhere? So, ich habe da einfach mal abgeschnitten für euch. Project Astra ist auch nur verfügbar über eine Warteliste. Das heißt, ich konnte das nicht testen und es ist auch nur für interne Tester aktuell. Es ist nicht fertig und sie haben Project Astra eigentlich fairerweise auch schon mal veröffentlicht gehabt. Trotzdem sehen wir hier, wo es hingehen soll. Wir haben einen Gemini Assistant. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt was anderes ist. Aber es ist im Endeffekt genau das. Es macht mehrere Aufrufe genau dahin, wo ihr wollt. Es kann euer Handy fernsteuern. Es hat gerade YouTube geöffnet, kann YouTube durchscrollen, kann alles damit machen, kann zum Beispiel ein Video öffnen und wir gucken uns das an. Man kann Dokumentationen durchlesen oder irgendwelche PDFs durchlesen lassen und da dann Informationen rausfiltern lassen. Man kann jemanden anrufen. Man sieht später im Video auch noch, dass die automatisch dort angerufen hat und er währenddessen weiter hier sein Fahrrad repariert hat und im Hintergrund wird dann halt angerufen. Das heißt, das soll vollautomatisch laufen. Das heißt, für zum Beispiel seinen Bike-Shop oder wahrscheinlich auch viele, viele andere Unternehmen wird es normal werden, von einer KI von irgendwelchen Nutzern angerufen zu werden, die beispielsweise nachfragen, hey, hast du das und das vorrätig? Oh ja, cool, dann komme ich gleich vorbei. Oder oh ja, cool, ich mach das, ich bestelle da was bei dir. So in die Richtung. Das heißt, die KI übernimmt sehr, sehr viel von den Tätigkeiten eines Nutzers, uns beispielsweise. Was so einen gewissen Beigeschmack hat. Denn wenn das so einfach ist, wenn das keine Hürde mehr ist, dann werden das sehr, sehr viele Menschen machen. Sprich, der Bike-Shop muss dann auch seine KI reinpacken, weil ansonsten wird er einfach überwältigt und zu bombardiert mit viel zu vielen Anrufen. Und ja, das kann der sich einfach nicht leisten. Gleichzeitig hat man aber auch zum Beispiel ganz kurz gesehen, musste er schon gelegentlich mal auf Dinge klicken. Und das hat tatsächlich einer der internen Tester auch soweit gemeldet. Also der hat noch ein Video dazu gepackt. Ich packe euch den Link dazu unten hin, das könnt ihr euch selber angucken. Er meinte, er hat Project Astra ausprobiert und das ist quasi die Antwort auf GPT-4o Voice Assistant, was so halb richtig ist, aber die Demo sei wohl nicht richtig gut gelaufen. Es gab viele Punkte, wo man wirklich hart eingreifen musste und sagen musste, in welche Richtung soll es gehen. Es funktioniert wohl einfach noch nicht richtig, richtig gut und ich nehme an, dass es deswegen auch noch nur auf einer Warteliste verfügbar ist. Sprich, das zeigt uns auch eher, wo eigentlich gerade der Trend hingeht und nicht, was tatsächlich veröffentlicht wurde. Der Trend ist also ganz klar, wir machen Vollautomatisierung. Google macht Vollautomatisierung für uns. Wir nutzen die Google-Dienste und müssen eigentlich gar nichts mehr machen. Wir müssen eigentlich nicht mal mehr ins Internet gehen. Was wir tun müssen, ist, wir müssen der KI 100%ig vertrauen können. Und das habt ihr vielleicht im letzten Video gesehen, das ist nicht unbedingt die beste Idee immer. Aber das ist der Trend, den Google sieht. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich bei Project Astra euch gedacht, ja, aber dann muss ich ja die ganze Zeit so mit meinem Handy rumlaufen. Das ist ja super nervig. Macht keinen Sinn, mache ich nicht. Wie soll ich denn mein Bike reparieren, wenn ich die ganze Zeit so ein Handy halten muss? Oder wie stelle ich mir das vor? Naja, Google hat auch dafür eine Antwort. Sie verpartnern sich mit Brillenherstellern von sowas hier. Allerdings ist die hier nicht smart. Die Google plant, sind smart. Das heißt, ihr bekommt wahrscheinlich einen Assistenten auf eure Buds, auf eure Kopfhörer, der euch die ganze Zeit sagt, was Sache ist, und ihr bekommt einen visuellen Assistenten in eure Brille rein projiziert. Da sind aber Google tatsächlich nicht die einzigen, die sich damit beschäftigen, denn da haben wir auch Meta, die mit ihren Meta Ray-Ban Glasses da ordentlich gerade steil gegangen sind und wahnsinnig viel davon auch verkauft haben und wo es auch schon echt Probleme gab. Beispielsweise gab es Leute, also Forscher von einer Universität, die sich tatsächlich einfach ein Gesichtserkennungstool da installiert haben auf die Brille und plötzlich tatsächlich Live-Informationen von den Menschen, die sie auf der Straße getroffen haben, von deren Social Media erkennen konnten. Also die haben sozusagen die Gesichter auf Social Media gefunden und haben dann sich Informationen über die anzeigen lassen. Quasi wie in Watch Dogs. Und naja, Google macht ja genau dasselbe jetzt mit ihren AI-Glasses. Also nicht das mit Watch Dogs, aber sie planen AI-Glasses, zum Beispiel für Navigation, wahrscheinlich auch für genau solche Zwecke wie Project Astra. Klar, oder? Ja, es ist aber auch nicht das Einzige. Also Meta, Google macht das, Apple macht das. Die ganzen großen Hersteller gehen gerade auch wieder in dieses Smart Glasses Game rein. Und da wird wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr, übernächstes Jahr spätestens, was auf uns zukommen, was wahrscheinlich solche Funktionen hat. Und damit, meine Lieben, sind wir schon bei den Content-KIs angekommen. Das waren so ein bisschen die Zukunftsprojekte, der Trend, wo es gerade hingeht. Jetzt schauen wir uns an, was tatsächlich veröffentlicht wurde. Und zwar Veo 3 Imagine 4 und Lyria 2.
Und selbstverständlich starten wir mit VO3. Ich glaube, das ist das Beeindruckendste. Ich lasse das einfach immer mal hier laufen. Es sind immer nur sehr kurze Videos, das heißt, ich werde immer was dazu sagen, aber sie sind nicht so lange. Aber ganz kurz davor noch, Flow und Sparkify habe ich ganz kurz vorhin erwähnt. Das sind die Tools, mit denen ihr arbeiten könnt, wenn ihr solche Videos erstellen wollt. Flow ist eher für Filme gedacht, das heißt für längere Filme, wo ihr dann noch wirklich Sequenzen und Szenen habt oder so. Sparkify ist für Short-Videos gedacht. Und das ist was mich ein bisschen beunruhigt. Also Short-Videos, das, was ihr auf YouTube Shorts seht oder auf Instagram oder auf TikTok. Die mit KI zu erstellen über Sparkify, also ein Google-Tool, ist schon echt nicht so geil. Denn das wird noch mehr dazu führen, dass halt Shortform-Content und auch irgendwann dann hier die langen Videos geflutet werden mit KI-Content. Teilweise ist es schwer, das jetzt schon zu erkennen und das wird noch viel mehr werden. Dazu aber gleich noch etwas. VO3 ist jetzt also das neue Videotool von Google, das sogar gleichzeitig Video und passend dazu Audio generiert. Das sieht fantastisch aus und es hört sich leider auch fantastisch an. Schauen wir uns sofort an. Das heißt aber leider auch, dass es natürlich im Zweifel auch einen Oscar-reifen Deepfake-Trailer von euch erstellen kann, indem ihr dann entweder Weltherrscher oder Hauskatze seid oder whatever. Und ja, das erinnert mich ein bisschen daran, wie viel echtes Filmmaterial von uns allen eigentlich mittlerweile in wildfremden Datenbanken liegt. Und da muss ich euch natürlich wieder mal unseren heutigen Partner Incogni vorstellen. Incogni ist im Grunde euer persönlicher Datenschutzanwalt auf Autopilot. Die prüfen für euch, welche Datenhändler eure Adresse, Telefonnummer oder im Zweifelsfall auch eure Gesundheitsdaten verticken und schicken natürlich dann offizielle Löschanfragen vom Anwalt raus. Und wenn ich persönlich oft zu faul war, 50 Follow-up-E-Mails zu schreiben, Incogni tut genau das, um wirklich alles von euch zu löschen. Und ihr seht hier, ich bin seit April dabei, seit April 2023 dabei und es gehen immer noch Zahlen nach oben. Aber sie haben jetzt auch etwas Neues angekündigt, das es in sich hat. Es gibt jetzt das neue Feature Custom Removals. Das könnt ihr euch so vorstellen wie ein Laseraufsatz für den Staubsauger. Ihr bekommt Spam von irgendeiner Firma, völlig egal welche, dann werft ihr einfach den Link in das Dashboard von Incogni. Egal, ob das jetzt super seriöse Ahnenforschung24.xxx ist oder definitely not spam.hans. Und echte Datenschutzanwälte wischen dann eben alles von euch da raus. Sogar bei Seiten, die eben nicht in der Top-Broker-Hitliste stehen, geht das. Und ihr müsst einfach nur einen Link da reinpacken. Und das wird dann eben bis zu 45 Tage geproved oder gecheckt und einmal alles gelöscht. So, und jetzt ist das Geile, ich kriege diese Infos ja immer von Incogni für meine Videos. Und ganz kurz, ich fand es einfach nur richtig cute von ihnen, als sie mir gesagt haben, dass das halt nicht ganz für alle Websites geht. Und da habe ich gefragt, ja, für welche geht das denn eigentlich nicht? Und naja, sie meinten, wir dürfen halt nicht von Regierungswebsites löschen und keine Gerichtsdokumente löschen und keine Strafakten löschen. Das geht alles nicht. Und wenn was in einem Forum oder Social Media öffentlich gepostet wurde, naja, dann ist es halt öffentlich, dann geht das da auch nicht. Ja, was irgendwie lustig ist, weil es halt so logisch ist, aber ich fand den Disclaimer irgendwie cute, deswegen wollte ich das mit euch teilen. Anyways, Pro-Tipp jetzt also von meiner Seite mit diesem neuen Feature. Ihr googelt einfach mal euren Namen. Benutzt da vielleicht einfach diese Anführungsstriche, das heißt Anführungsstrich und dann euren Namen rein und dann einfach mal gucken, wo ihr überall drin steht. Und jede Website, die euren Namen enthält, wo ihr euch denkt, wie kommt das denn dahin, das könnt ihr einfach so löschen lassen. Und das ist etwas, was ich vor Jahren schon versucht habe und nie vollständig hinbekommen habe, weil ich immer geghostet wurde und weil ich dann halt nicht mit einem Anwalt gedroht habe. Und das macht jetzt eben Incogni. So, Code Morpheus oder beziehungsweise dieser QR-Code hier auf der linken Seite, ist das links für euch? Ja, das ist links für euch. Das gibt euch 60% Rabatt auf das Jahresabo, also gönnt euch. Und natürlich ist der Link auch unten in der Beschreibung. Das heißt, darüber könnt ihr es euch auch holen. Und jetzt, da wir unsere Datenhoheit wieder zurück haben, lasst uns über die Google I.O. und VO3 reden. VO3 erstellt euch Videos wie beispielsweise dieses hier. Do you think we are in VO3? If you cannot tell, does it matter? Habt ihr die Lippenbewegung gesehen? Ich zeige euch das Ganze nochmal, damit ihr da genau hingucken könnt. Schaut auf die Lippen von beiden Personen. Do you think we are in VO3? If you cannot tell, does it matter? Wie der Rauch sich ausbreitet, wie all das zusammenpasst,
ich bin ehrlich mit euch, wenn das als Shortform-Content läuft, der sowieso einfach nur so nebenbei geguckt wird und dann häufig einfach schnell weggeswiped wird, fällt das auf? Fällt das wirklich auf, dass das eine KI generiert hat? I'm not sure. In dem Fall hat jemand getestet, wie stark sich das Ganze wirklich an ein Prompt hält, also an eine Anweisung hält, wie genau es Sachen darstellen kann und wie sehr es vielleicht auch Sachen hinzuinterpretiert. In dem Fall haben wir eine Kamera, die einem Dachshund folgt, das würde ich sagen, ist gegeben durch ein Wohnzimmer und durch eine offene Tür auf eine Veranda. Anschließend bleibt der Hund oben stehen und guckt dem vorbeifahrenden Eiswagen zu. Hier. Ja. Ich würde sagen, das ist alles sehr, sehr deutlich erkennbar. Und auch die Hundelaute, also die Pfotenlaute, Sounds, sind sehr, sehr realistisch erstellt worden. Was ich wahnsinnig beeindruckend fand, weil das tatsächlich einfach dazu gepasst hat. Dass sogar auf dem Eiswagen oder auf dem Ice Cream Truck da einzelne Sticker von Eis drauf waren und die konsistent auf diesem Auto drauf geblieben sind, ist so beeindruckend, dass ich immer noch zweifle, ob all diese Videos hier wirklich von WO3 erstellt wurden, weil ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären kann. Vor noch ein paar wenigen Monaten waren wir dabei, dass die Hinterbeine von einem Hund oder irgendwelche anderen Beine plötzlich einfach zusätzlich spawnen und da sind, wo sie nicht sein sollen, und jetzt haben wir das da. Was ist hier los? Un café con leche, por favor. Hier hatte jemand getestet, ob es möglich ist, auch andere Sprachen als nur Englisch zu erstellen, weil ja das Tool erstmal nur in den USA verfügbar ist. Stellt sich raus, auch das ist eigentlich kein Problem. Dem glaube ich tatsächlich, dass es sogar KI generiert ist. Das sieht man ein bisschen, aber ehrlich gesagt, also wenn es keine Kröte gewesen wäre, die Kröte sieht sehr, sehr realistisch aus, aber die Person hat es extra so gemacht, dass diese Kröte wohl, naja, dass man erkennt, dass es eine KI war. Aber ja, es geht auch mit anderen Sprachen in dem Fall. Okay, so Riz is basically short for charisma. Got it. And that's a verb as well. Und jetzt haben wir nochmal das, was ihr eingangs schon gesehen habt. Und das muss ich euch einmal ganz kurz nochmal zeigen. Und zwar aus folgendem Grund. In dem Prompt, das ist das Prompt hier oben, also das war die Anweisung für die KI, stand nicht drin, was dieser Professor, der College-Professor einer Klasse sagen soll. Da stand nicht drin, was genau seine Wortlaute waren. Da stand nur drin, dass er etwas über Gen Z-Slang sagt. Die KI hat hier selber sich dafür entschieden, in Anführungsstrichen, das Wort Riz zu erklären. Und naja, das scheint schon relativ passend. Vor allem für die Leute, die da sitzen. Und dieses Got it hatte auch eine andere Stimme. Das alles ist, ja, es ist auch wieder wahnsinnig realistisch. Dann kommen wir zu diesem Beispiel Okay, hier. so this is how you start. You find a tree and you just like, you know, punch it down. Wir sehen, dass das nicht ganz stimmt. Also von Minecraft her kennt man das vielleicht, dass Bäume nicht so aussehen. Und der Kollege hier hat ein bisschen zu arg blaue Augen, ein bisschen cursed. Aber wir sehen, wo der Trend auf jeden Fall hingeht. Dass Social Media Content von KIs erstellt wird und dann eher die Content Creator, wie ich, eher dafür zuständig sind, rauszusuchen, ob die KI gerade Mist gebaut hat oder ob das Video, was ihr bekommt von uns, dann gut ist. Das heißt, wir sind genauso wie die Softwareentwickler übrigens auch. Das haben wir jetzt bei Codex oder auch bei Jules sehen wir das immer mehr, dass es mehr in die Richtung geht, dass wir einfach nur noch KIs nehmen und am Ende euch guten Content geben sollen von Google aus, der halt gut ist. Das heißt, wir sollen eigentlich gar nicht mehr selber erstellen, sondern halt erstellen lassen, und das geht ja sehr viel schneller. Wir müssen nur noch sagen, jo, das ist gut, los, raus damit. Am besten alles vollautomatisiert. Was ich sehr schade fände, denn ich mache sehr, sehr gerne selber Videos. Dass ihr die mögt, das ist tatsächlich einfach ein sehr, sehr schöner Effekt. Das war aber, als ich angefangen habe, natürlich nicht klar, und ich hätte auch weitergemacht, wenn es wahrscheinlich niemand angeguckt hätte. Aber ja. You drink coffee, man, or no? Nah. Really? Yeah. I mean, you've had it. I have. Sometimes on vacation, I'll drink it recreationally. It's like every once in a while. Just like a celebration. Yeah.
Ja, und da müssen wir ganz kurz auf dieses Video hier zu sprechen kommen. Das ist ein bisschen steiler gegangen, zumindest in der WO3-Bubble. Das habe ich relativ weit oben gefunden, was ich sehr lustig fand. Und dem habe ich tatsächlich erstmal abgekauft, dass es KI generiert ist, weil Mark Zuckerberg komische Sachen sagt. Sehr komische Sachen. Dieses Yeah, no, das wirkt ein bisschen nicht menschlich. Das wirkt eher so, als hätte es eine KI gemacht. Und lustigerweise ist genau dieses Video hier nur laut ihm hier KI generiert. Es ist eigentlich ein echtes You Video. drink coffee, man, or no? Nah. Really? Ich finde das Ja. unangenehm. Ich kann euch das nicht zeigen. Ich habe es auf YouTube aufgenommen. Ich packe euch den Link unten in die Beschreibung. Ihr könnt selber reingucken. Es ist sehr, sehr unangenehm, aber es ist einfach ein ganz normales YouTube-Video. Und ich kann euch sagen, es war nicht WO3, weil das Video vor 3 Wochen rausgekommen ist und 2,5 Millionen Aufrufe hat. Das heißt, was wir jetzt gerade haben, schon jetzt, sind wahnsinnig viele Leute, die gedacht haben, dass das hier KI generiert ist, obwohl es nicht KI generiert war. Das heißt, wir sind schon an dem Punkt, wo wir nicht mehr unterscheiden können, ob ein Video KI generiert ist oder nicht. Das hier ist der beste Beweis dafür. Und fairerweise, ich habe auch gedacht, dass das hier KI wäre, weil Mark Zuckerberg einfach so ein komischer Mensch ist. Egal, anderes Thema. Aber es ist hart, wenn man einen Teil eines Podcasts hochladen kann und als KI verkaufen kann. Und das Einzige, was mich skeptisch gemacht hat, dass es nicht KI generiert sein kann von WO3, ist, dass es zu lang war. Dass es eben nicht diese 8 Sekunden Video sind, sondern es waren mehr als 13 Sekunden, glaube ich. Was weird ist. Das passt einfach nicht. Ja, WO3 ist, wie gesagt, aktuell erstmal nur über dieses Google AI Ultra verfügbar, das wir in Deutschland gar nicht kaufen können. Das können aktuell nur die US-Google-User kaufen. Und ja, da ist halt das Limit dran. Allerdings habe ich jetzt schon einen Eintrag gefunden bei der Google Cloud. Das heißt, die Google Cloud hat WO3 schon, was bedeutet, man kann das Ganze programmatisch benutzen. Das heißt, ich kann quasi einen Code schreiben oder mir Code schreiben lassen, wenn es jetzt nach Google geht oder nach OpenAI geht, das einfach die Google Cloud verwendet und in meinem Namen einfach Videos generiert. Und das heißt, um WO3 zu benutzen, müsst ihr entweder $250 im Monat zahlen oder ihr holt euch einfach Google Cloud und bezahlt dann für jedes Video, das ihr wirklich erstellt. Was ich euch viel, viel eher empfehlen würde, wenn es dann irgendwann mal bei uns verfügbar ist, das wird wahrscheinlich deutlich günstiger sein. Zumindest vermute ich das, wenn ihr nicht unendlich viel erstellt. Aber das bedeutet natürlich auch, ich kann hier Videos erstellen lassen, kann mir direkt danach noch ein Video erstellen lassen, noch eins, noch eins, noch eins, ohne Limit. Also es gibt leichte Limits, aber ich kann quasi durchweg laufen lassen, mehrere Projekte erstellen und dann eigentlich schon fast konstant neue Videos erstellen lassen, die dann auch aneinander knüpfen, vielleicht mit einzelnen Frames, die dann gleich sind bei diesen ganzen Bildern. Also man kann auch ein Bild reingeben in die KI und dann erstellt die darauf basierend ein Video. Dann kann ich quasi ein Bild reingeben, das wird 8 Sekunden zu einem 8-Sekunden-Video. Dann nehme ich das letzte Bild aus diesem Ding und nehme das für das nächste Video, habe dann wieder ein 8-Sekunden-Video und die knüpfen nahtlos aneinander an. So. Und das heißt für mich so ein bisschen, ja gut, dann kann ich mir auch locker ein 1-Minuten-Video erstellen lassen, wenn ich halt nur häufig genug aufrufe und die einfach aneinander füge. Und das alles über Code, was bedeutet, ich kann auch über Code automatisch zu YouTube hochladen, automatisch zu TikTok, Instagram hochladen, zu LinkedIn hochladen, whatever. Der Trend geht ganz klar dazu, dass man das komplett vollautomatisiert und wir werden zugeschissen werden mit KI-generierten Videos. Spätestens nachdem sollte das klar sein. Wenn WO4 draußen ist, werden wir es wahrscheinlich nicht mal mehr unterscheiden können, wenn wir genau hingucken. Apropos Bilder generieren, wir hatten es ja ganz kurz davon. Folgendes ist der Fall. Wenn ihr ein Bild generiert habt, könnt ihr das als Startbild für das Video benutzen. Das heißt, ihr könnt ein Bild generieren lassen von Imagen zum Beispiel, das ist das andere Tool, was ich euch gleich zeigen möchte, dann darauf ein Video generieren und dann habt ihr ein 8-Sekunden-Video und dann könnt ihr das letzte Frame wieder nehmen, das letzte Bild wieder nehmen und damit wieder 8 Sekunden mehr Video generieren und so weiter und so fort. So, und jetzt müssen wir uns ganz kurz noch angucken, wie tatsächlich Imagen 4 aussieht. Imagen 4 ist das neue Bilderstellungstool von Google, das innerhalb von Gemini drin ist. Allerdings, ich habe es nicht über Gemini benutzt, ich habe es über Whisk benutzt. Ihr könnt nach Google Whisk suchen, dann landet ihr auf der richtigen Seite. Der Grund ist einfach folgendes. Bei Gemini ist nie so ganz klar, was Gemini im Hintergrund macht. Gemini hat
Tools angebunden und diese Tools können halt auch alt sein, je nachdem, was ihr gerade für eine Version habt. Das heißt, ihr könnt nicht sicher sein, ist es jetzt Imagen 4 oder ist es Imagen 3, was benutzt wird. Und ich wollte für euch sicherstellen, dass es wirklich Imagen 4 benutzt. Wahrscheinlich wird es das auch bei euch in Gemini tun, spätestens wahrscheinlich ab morgen. Aber ich wollte halt sicherstellen, dass es für euch ist. Ihr könnt es auch in Whisk benutzen, dann habt ihr noch ein paar mehr Funktionen. Ich habe jetzt hier einfach mal gesagt, okay, wir benutzen, ihr könnt übrigens auch gerne den Seed kopieren, dann bekommt ihr auch tatsächlich dieselben Bilder generiert, theoretisch zumindest, wie ich, zumindest ist das meine Annahme. Ich habe einfach eingegeben, create an image of a hacker in front of a screen. Wurde nicht blockiert übrigens, das ist auch gut. Und wir haben hier Imagen 4 benutzt und haben diese beiden Bilder rausbekommen. Man kriegt immer 2 Bilder erstmal raus, damit man sich eins aussuchen kann. Ich habe nicht eingegeben, ob Mann oder Frau, deswegen ist beides wahrscheinlich ganz gut. Sieht krass aus, beides irgendwie. Ich habe mir dann das Bild von der Lady hier geschnappt und habe gesagt, okay, macht es nochmal ein bisschen anders. Und dann habe ich hier, also man kann das Ganze dann optimieren, heißt das, sprich verändern und anpassen. Und dann habe ich gesagt, okay, ihre Fingernägel sollen pink sein. Ich wollte gucken, ob das auch mit Farben auskommt. Die sind aktuell sehr dunkel. Ich wollte gucken, ob die pink sein können. Ihre Augen sollen deep purple sein. Sie hat genau 4 Bildschirme. Der linkeste Bildschirm ist ein vertikaler, also ein Bildschirm. Und die anderen sind Breitbildschirme. Aktuell hat sie ja hier 6 Bildschirme und die sind alle breit. Ich habe mich an meinem Setup orientiert übrigens. Ich habe hier auch 4 Bildschirme und der linke ist halt hochkant. Deswegen, das kann ich mir gut merken. Und auf dem Bildschirm, they, habe ich nur gesagt. Ich habe nicht gesagt auf dem Bildschirm. They show green text, also grüner Text auf schwarzem Hintergrund. Und der Raum soll bitte auch nicht so komisch draußen sein und eine Cyberpunk-Stadt oder sowas sein, sondern es soll einfach ein Raum sein, in dem sie sitzt mit LED-Belichtern von Hexagon. Hexagon hat 6 Ecken. Ich habe mehrere geschrieben, ich habe Hexagons geschrieben, ich habe nicht genau gesagt, wie viele. Das kam raus. Ich würde sagen, das ist beeindruckend gut. Fingernägel, check, die sind ziemlich pink. Ihre Augen, deep purple, check. Genau 4 Bildschirme, check. Einer davon, der ganz linke, ist hochkant, check. Grüner Text, gut. Schwarzer Hintergrund ist Definitionssache. Man sagt, ich würde schon sagen, dass es meistens schwarz ist. Es ist halt eher so ein grünstichiges Schwarz. Aber ich würde sagen, check. Der Raum, es ist jetzt ein Raum geworden, check, ist leicht beleuchtet durch LED-Hexagons, auch das, check. Imagen 4, ich habe noch ein bisschen mehr damit rumgespielt, ich erspare euch die Details, wir sind sowieso schon viel zu lang bei dem Video wieder, aber ja, Imagen 4 hat wahnsinnig gute Fähigkeiten, einem Prompt zu folgen. Es ist sau akkurat, wenn ihr bearbeitet und was ich eben auch sehr, sehr beeindruckend finde, wenn ich nichts dazu schreibe, dann bleibt der Rest relativ konsistent. Und das war auch etwas, was ich testen wollte. Und hier möchte ich ganz kurz mit euch nochmal drauf gehen. Der Stuhl ist immer noch schwarz. Man sieht hier oben immer noch die Lehne. Man sieht hier unten immer noch die Armstütze. Macht schon Sinn, ist aber schon wichtig. Dann hat sie eine sehr ähnliche Körperhaltung. Sie hat eine sehr ähnliche Haarlänge. All das ist gleich geblieben. Könnte ich natürlich auch nochmal anpassen. Trotzdem ist all das gleich geblieben. Was check auch wahnsinnig wichtig ist, wenn ihr konsistente Charaktere machen wollt. Imagen 4 ist beeindruckend gut und ich kann das jetzt halt einfach benutzen, um das zu animieren. Wie gesagt, aktuell nur mit VO2 in Whisk, aber das wird nicht lange dauern, dann ist das VO3. Das heißt, ich habe diese krass gute Video-KI-Tool, dem ich einfach ein Bild generieren lassen kann und das dann animieren lassen kann. Und dann nehme ich da wieder das letzte Frame und lasse das weiter animieren und so weiter und so fort und habe dann relativ schnell einfach ein Video genauso, wie ich das haben wollte, mit genau dem Startbild, mit genau dem, was ich gesagt habe, weil Veo ja auch sehr, sehr detailliert den Prompts folgt. Das ist für mich mindblowing und sehr, sehr beängstigend. Was wir uns aber auch noch angucken müssen, ist Audio. Haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Genau, das ist Lyra 2, beziehungsweise ein Teil davon. Und ihr seht hier, ich bin mit der UI nicht so ganz happy gewesen. Ich mache das mal ein bisschen leiser, dann kann ich nämlich sogar drüber reden. Und ihr habt so ein bisschen Ton im Hintergrund. Was wir hier haben, ist im Endeffekt ein DJ-Toolkit. Und wir können da sogar eigene MIDIs einlesen lassen. Wir können es aber auch einfach generieren lassen. Was ich hier mache, ist, ich stelle ein, was ich euch zeigen möchte. Also welchen Sound ich euch zeigen möchte und welchen Sound ich eben nicht haben möchte. Ich kann sagen, so viel D&B soll dabei sein, so viel Post-Punk soll dabei sein. Und das wird dann live generiert, on the fly. Und gleichzeitig kann ich auch einfach das Ganze umstellen, dann wird es halt live auch angepasst für euch.
Fand ich wild, ist aber natürlich nur eines von vielen Tools, die, naja, Ton generieren. Und Lyria ist erstmal ohne Stimme, also ohne Gesang. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das noch lange so bleibt, denn Google macht auch sehr, sehr viel mit Stimmen. Sie machen auch sehr viel mit Gesang. Sie haben da zumindest mal in der Vergangenheit immer mal wieder was gezeigt, was sie eventuell machen wollen. Da haben sie jetzt aber nichts davon gesagt in der Präsentation. Was sie allerdings auch neu haben, ist das hier. Hello! We're excited to show you our native speech capabilities. Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Added these placeholders to get started. Ihr seht, das ist zwar erstmal nur auf Englisch, wird aber wahrscheinlich nicht lange dauern, bis es auch auf Deutsch verfügbar ist. Aber es ist verfügbar in Google AI Studio. Das ist immer so der Playground, wo man Sachen ausprobieren kann. Und da geht es dann natürlich weiter. Das sind die Stimmen oder die Ideen, die KIs, die auch in Gemini 2.5 Pro generiert werden. Das ist eine Preview, das heißt, es ist noch nicht da offiziell, aber das ist eine Preview aus dem Grund, weil das wahrscheinlich relativ bald kommen, wenn es gut ist. Das sind dann die Stimmen, mit denen man sich unterhalten kann, wenn man einfach mit Gemini spricht. Und das haben wir auch schon bei Asta gesehen, das war eine ähnliche Stimme. Und das sehen wir auch bei Notebook LM, das ist dieses Podcast-Tool, wo man sich quasi einfach Vortragsnotizen reingeben kann, dann hört man sich einen Podcast zu dem Thema an. Und ja, das scheint bei vielen sehr, sehr gut anzukommen. Notebook LM ist tatsächlich sehr, sehr gut zum Lernen, habe ich gehört von vielen. Dementsprechend, das ist etwas, wo ihr genau diese Stimmen, die über Gemini 2.5 Pro Preview TTS aktuell generiert werden und dann auch später haben werdet. All das zeigt uns also auch Stimmen sehr, sehr realistisch möglich. Das sind wahrscheinlich Stimmen, die sogar ein Stückchen, zumindest für mich haben sie sich gerade ein Stückchen besser angehört als das, was ElevenLabs baut. ElevenLabs ist aktuell, würde ich sagen, das, was am führendsten ist. Der Punkt ist aber, hier hat man mehr diese Pausen drin, hier hat man mehr diese Dynamik drin, die ich bei ElevenLabs manchmal vermisse, aber die macht natürlich auch die ganze Zeit neue Sachen, also von dem her, da werden die Stimmen auch immer besser. Man kann nicht mehr genau sagen, was jetzt von einer KI vorgelesen ist oder von einem Menschen, nur wenn ihr die Stimme von diesem Menschen halt schon eine Weile kennt. Meine Stimme kennt ihr jetzt schon seit ein paar Jahren, wo es diese ganzen Tools noch nicht gab, deswegen hört ihr das raus. Während, wenn ihr meine Stimme nicht kennen würdet und vielleicht das euer erstes Video ist, dann müsstet ihr jetzt vorher oder ein paar Videos zurückgehen und dann gucken, hat der vielleicht mal eine andere Stimme gehabt oder ist es wirklich seine? Also auch das wird immer schwerer. Und da möchte ich mit euch einmal über die Trends sprechen. Google hat einfach alles. Das müssen wir ganz kurz uns vor Augen halten nochmal. Google hat Google, also die Google-Suche, Google hat Cloud, also Cloud Computing, das, was Microsoft Azure hat, das, was AWS ist, das, was sehr viele Unternehmen benutzen. Google hat YouTube, Google hat einen Chrome-Browser, den es komplett automatisieren kann. Google hat ein gesamtes Betriebssystem für Mobilgeräte, hat selbstfahrende Autos, aka Robotaxis, weil wir die jetzt alle irgendwie so nennen. Google hat Smart Home, Google hat Workspace, sie haben E-Mails, sie haben Maps, sie haben TV, ein ganzes TV-Betriebssystem, ein Betriebssystem für Smartwatches, was auf Android basiert. Sie haben Chrome OS, also ein Betriebssystem für PCs, das was Windows für viele ist. Sie haben die PCs dazu, also Chromebooks. Sie haben Pixels, also auch die Hardware dazu. Sie haben jetzt dann bald wahrscheinlich Brillen. Sie haben wahnsinnig viel im Gesundheitsbereich. Auch da tun sie sehr viel mit Ärzten gemeinsam und auch da automatisieren sie sehr, sehr viel. Sie haben Google Fit mit Gesundheitsdaten und sie haben wahnsinnig viel investiert in Robotik die letzten paar Jahre. Fast schon in dem Bereich, den Nvidia uns da vorschreibt. Also, sie haben einfach alles. Und all das ist in einer einzigen Firma vereint. Google hat Gemini. OpenAI muss sich für Robotik irgendeinen externen Hersteller holen. OpenAI muss sich für Smartphones irgendeinen externen Hersteller holen. OpenAI hat keine selbstfahrenden Autos und kein Betriebssystem. Sie müssen das alles selber machen. Sie sind auf Microsoft, auf Linux angewiesen, auf. Während Google einfach alles in einer einzigen Firma vereint. Gleichzeitig sehen wir bei der Google I.O., die jetzt gerade stattgefunden hat, dass Google den Weg plant, dass alles automatisch ist. Ihr müsst nicht mal mehr schreiben, was ihr wollt. Ihr sagt einfach, was ihr wollt und ihr bekommt das. Und das ist ein Trend, der vieles in Frage stellt. Denn wenn ich nur noch sagen muss, was ich brauche, wozu brauche ich dann überhaupt noch Websites? Wozu brauche ich, wenn ich
einfach nach der Lösung für irgendwas fragen muss oder nach der Zusammenfassung, nach was beispielsweise die Google I.O. bedeutet, warum braucht ihr mich dann noch? Warum braucht ihr noch irgendjemand anderes? Ich habe jetzt auch schon den ersten Trend gehört, dass Google angefangen hat, also euch die Möglichkeit zu bieten, Nachrichten zu beantworten. Wie gesagt, die haben ja auch Messages, wo viele eben SMS drüber schreiben, beziehungsweise dann eben auch diesen anderen Service damit verbinden. Und Google hat angefangen, Nachrichten von Freunden zu beantworten, wenn man das so eingestellt hat. Klar, SMS ist nicht verschlüsselt, deswegen ist das kein Thema. Erstmal zumindest, aber wo bleibt dann die Interaktion? Ihr müsst dann nicht mal mehr selber euren Freunden eine Nachricht schreiben. Ihr habt dann euren KI-Assistenten, der euch sagt, was euer Freund da gerade gesagt hat oder euch geschrieben hat und schon eine Antwort für euch verfasst, im Zweifelsfall. Google ist gleichzeitig überall entweder marktführend oder sehr, sehr weit vorne im Markt. Bei Cloud sind sie sehr weit vorne im Markt. Die Suche ist immer noch die meistgenutzte. YouTube ist die einzige Plattform. Chrome ist der meistgenutzte Browser. Android ist das meistgenutzte Betriebssystem und das einzige, was wirklich da ist neben iOS. Wir haben Robotaxis, die wirklich das, was am meisten verwendet wird, aktuell sind. Und so weiter und so fort. Also sie sind entweder marktführend oder sehr, sehr marktdominant. Sie sind auf jeden Fall ein Player, der relevant ist. Vielleicht mit Ausnahme von Microsoft oder Apple. Und bei Robotik ist es dann Nvidia. Aber in jedem Bereich sind sie irgendwie vertreten. Und es stellt sich immer mehr die Frage, ja, wenn ich Google habe, wozu brauche ich dann noch irgendwas anderes? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann macht plötzlich so ein allumfassendes Komplett-Abo mit Content-Generierung, mit allem drum und dran für 250 € plötzlich fast schon Sinn. Denn ich kann damit Programmcode schreiben, ich kann damit sogar meine eigenen Programme schreiben, die eben genau das tun, was ich möchte. Wenn man jetzt mal in so 1-2 Jahren denkt, dann macht Google, deckt quasi einfach alles ab. Alles, was digitalen Bereich angeht. Alles, was mein Unternehmen angeht. Ich bin dann am Ende nur noch dazu da, um euch zu sagen, welches Video ist eigentlich gut genug für euch. Ich lasse sie automatisch erstellen, dann schaue ich mir einfach den ganzen Tag Videos an und sage, das ist ein gutes Video, das geht raus, das ist ein gutes Video, das geht raus, das ist ein gutes Video, das geht auch raus. Ist das dann in Zukunft der Job von uns allen? Bei der Softwareentwicklung sieht es ja schon fast ähnlich aus. Bei der Softwareentwicklung ist es ja durch Codex schon so ein bisschen angeklungen, OpenAI plant, dass man mehr ein Orchestrator ist für den Code, den man geschrieben hat. Man entscheidet, welcher Code ist eigentlich gut und der wird dann tatsächlich verwendet. Und die KI schreibt dann den gesamten Code. Und natürlich wird das immer besser. Und natürlich müssen wir uns dann am Ende mehr oder weniger nur noch überlegen, was wollen wir eigentlich an Features und welcher Code ist eigentlich super. Ja, und dann drängt sich eine Frage auf. Wieso haben wir eigentlich mehrere Assistenten und wieso packen wir das nicht einfach alles in einen? Wie wäre es denn, wenn wir einen Assistenten haben, der einfach all das kann? Und genau da kommt auch wieder Google ins Spiel, was sie nämlich auch vorgestellt haben, oder besser gesagt der CEO von DeepMind vorgestellt hat, ist eine Vision für einen universellen KI-Assistenten, den jeder einfach so permanent in der Tasche hat und der dann halt einfach alles tut. Denn bei Google liegen ja auch eure Fotos, die ihr durchsuchen könnt. Bei Google liegen dadurch auch einfach eure Erinnerungen, die ihr durchsuchen könnt. Und an irgendeinem Punkt macht es plötzlich keinen Sinn mehr, irgendwas selber zu entwickeln, sondern einfach Google zu sagen, ja, mach doch mal bitte für mich. Ich weiß nicht, ob wir an diesem Punkt schon sind oder ob wir da in 1 oder 3 oder 5 Jahren hinkommen werden, aber irgendwie hat Google sich in dem letzten Jahr, seit sie diesen Panikmodus eingeschalten haben und dann alles darauf fokussiert haben, haben sie so viel aufgeholt und gleichzeitig alles andere abgedeckt. OpenAI deckt keine Musik ab. OpenAI deckt vieles nicht ab. Claude deckt vieles nicht ab. Amazon deckt vieles nicht ab und Microsoft ist irgendwie komplett verschwunden. Google deckt jetzt mittlerweile alles ab. Google deckt sehr viel mehr ab als einfach nur ein einfaches LLM, ein einfaches Gemini sozusagen. Es ist so ein universeller Assistent fast schon da, man muss es nur noch irgendwie vereinen. Und ich vermute, dass das Vereinen noch ordentlich schwer wird, aber ich sehe das definitiv demnächst passieren. Und dann haben wir eine Art Weltmodell, wie sie in diesem Artikel auch immer geschrieben haben. Ein Weltmodell, das versteht, wie die Welt funktioniert. Und das ist anders gruselig. Das ist nämlich etwas, was ja, viele so ein bisschen fürchten. Aber gut, darum geht es dann, wenn es soweit ist. Ich hoffe, euch hat so eine kleine Analyse von mir gefallen. Es ist viel zu lange schon wieder, das Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder im Cyberspace. Bis dann. Ciao.